Wir haben den 9. April, es ist ein Donnerstag und wir haben den Stellplatz Spätzle Fritz circa um 10 Uhr verlassen. Wir beginnen jetzt unsere Rückreise. Es sind bis nach Hause hin zu uns etwa 1900 Kilometer. Wir werden das jetzt in einigen Etappen angehen. Ich werde das Ganze oder die gesamte Rückreise in 2 Videos aufteilen. Dies wird der erste Teil sein. Herzlich willkommen dazu. Tanken ist ja in diesen Zeiten immer ein Thema. So sind wir noch nach Vinaros gefahren, oder Vinaros, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, um dort nochmal zu tanken. Dort gibt es im Gewerbegebiet eine preiswerte Tankstelle. Hier haben wir 1,80 € für den Liter Diesel bezahlt. Das war allerdings nicht der beste Preis. Wir sind dann weitergefahren und haben gesehen, an einer Tankstelle 1,72 € für 1 Liter Diesel. Na gut, man kann es im Leben nicht immer alles richtig machen, aber wir haben uns zumindest gefreut, für 1,80 € zu tanken, denn ansonsten zahlt man teilweise über 2 €. Das kann sich natürlich inzwischen alles wieder geändert haben. Diese Tankstelle ist etwa 10 Kilometer entfernt vom Stellplatz Spätzle Fritz und liegt neben dem Discounter Lidl. Also kann man auch schnell noch mal einkaufen gehen. Dort gibt es spezielle Parkplätze für Wohnmobile. Unser nächstes Ziel ist Salou, das ist eine Stadt, die liegt kurz vor Tarragona und wir haben bis dorthin etwa 100 Kilometer. Wir bekommen ja immer wieder Tipps und Informationen von anderen Campern, wo neue Stellplätze sind, wo Plätze sind, die interessant sind. So hat uns jemand erzählt, dass es hier einen sehr stadtnahen Stellplatz gibt, einen einfachen Stellplatz und dort wollen wir jetzt hin. Jetzt haben wir irgendwie den falschen Weg genommen. Entweder hat das Navi uns falsch geschickt oder wir haben nicht aufgepasst. Wir sind jetzt auf der Anfahrt zu einem großen Freizeitpark. Dort gibt es auch Parkflächen und es gibt dort auch einen Stellplatz, was wir alles nicht wussten. Zufälligerweise sind wir hier gelandet und müssen jetzt umdrehen und den richtigen Weg suchen. Das ist hier die Zufahrt zu einem großen Freizeitpark, was wir nicht wussten. Der hat aber auch einen Stellplatz. Der liegt jetzt hier etwas links neben dieser Zufahrt. Dort sind wir dann hingefahren und hatten erst gedacht, dort ist ein toller Stellplatz. Haben dann aber geschaut, dass das ein Stellplatz ist, der speziell für diesen Park ist und man dann insgesamt 40 € zahlt, weil dort der Eintrittspreis für den Park dabei ist. Wir sind wahrscheinlich irgendwo mal falsch abgebogen. Ich denke, das passiert jedem Mal irgendwann. Und deshalb sind wir hier falsch gelandet und jetzt fahren wir wieder zurück, um den richtigen Weg einzuschlagen. Diesen Stellplatz, den wir anfahren wollen, der liegt nicht weit entfernt von diesem Freizeitpark. Ich denke, dass man auch von dort aus zu Fuß diesen Freizeitpark erreichen kann. Wenn man gleich den richtigen Weg nutzt, dann ist die Anfahrt recht einfach und schnell von der Autobahn. Jetzt haben wir den Platz gleich erreicht. Wir sehen hier auf der rechten Seite schon die Wohnmobile stehen. Uns war von vornherein klar, dass es sich um einen einfachen Stellplatz handelt und dass hier die Straße vorbei führt, das wussten wir auch. Aber da haben wir im Nachhinein festgestellt, hier auf dieser Straße ist wenig Verkehr, in der Nacht also gleich 0. Was uns nicht ganz klar war, ob zwischen den Bäumen es nur jeweils eine Parzelle ist oder ob es für 2 Fahrzeuge gedacht ist. Dann wäre es eine schöne große Parzelle. So wie es hier aussieht, wird auch jeweils nur zwischen den Bäumen die Parzelle für ein Fahrzeug genutzt. Ich würde mal sagen, hier können Fahrzeuge bis zu einer Länge von 8,50 Meter ohne Probleme stehen. Ich habe aber auch Fotos gesehen, dass auf der rechten Seite Fahrzeuge oder Wohnmobile standen, die länger waren, die sich dann einfach längs hingestellt haben. Wichtiger Punkt, es ist ein offizieller Stellplatz oder Parkplatz der Stadt Salou, also kein Freistehplatz.
Wie man hier auf dem Schild sieht, ist Camping hier nicht erlaubt. Hier steht auch Autocaravanas. Ich denke, daher sind hier Wohnwagen auch nicht erlaubt. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Es gibt hier auch keine End- und Versorgung und auch keinen Strom. An der Zufahrt steht ein Parkautomat. Der Platz kostet 6 Euro für 24 Stunden. Hier muss man sein Kennzeichen eingeben und dann bekommt man ein Ticket, was man ins Fenster legt. Wir sind hier an einem Donnerstag, 9. April, etwa in der Mittagszeit angekommen. Da gab es noch sehr viele freie Plätze. Es waren insgesamt immer Plätze frei, also nie ganz gefüllt der Platz. Was ich mir vorstellen könnte, dass es bei Regen hier nicht so schön ist, weil der Untergrund alles Sand ist. Wir sind ja frühzeitig hier angekommen auf dem Stellplatz, so haben wir noch Zeit, ans Meer bzw. in die Stadt zu fahren und das machen wir mit dem Fahrrad. Bis in die Stadt sind es nur einige hundert Meter, bis zum Meer hin oder bis an den Strand sind es etwa 1,5 Kilometer. Es geht gleich los mit einem gut ausgebauten Fahrradweg vom Stellplatz aus, so kann man also ohne Probleme mit dem Fahrrad auch bei Verkehr durch die Stadt fahren oder in die Stadt fahren. Die letzten 200 Meter fahren wir durch ein Wohngebiet und kommen dann direkt an die Promenade. Das vielleicht nochmal als Information, bis nach Tarragona sind es von hier aus ca. 15 Kilometer. Es gibt hier eine schöne breite Promenade, man darf hier auch mit dem Fahrrad fahren. Und man ist dann natürlich auch direkt hier am Strand. Salou hat viele Hotels, lebt in erster Linie vom Tourismus. So haben wir jetzt schon um diese Jahreszeit hier einiges an Badegästen. Wer jetzt hier vielleicht länger bleiben will, der kann auf einen Campingplatz gehen. Es gibt hier, glaube ich, 3 Campingplätze. Einen davon kennen wir, das ist der Sanguli. Der hat natürlich seinen Preis, ist ein Resort-Camping. Da geht es los ab 40 Euro pro Tag. Natürlich, wenn man Urlaub macht, ist das vielleicht eine Möglichkeit. Für uns eher nicht, weil wir ja nur 1 oder 2 Nächte hier bleiben und dann weiterfahren. Es gibt hier auch einen Hafen. Dort hat man auch die Möglichkeit, eine Bootstour zu machen, also einen Ausflug mit einem Schiff. Kann man direkt hier am Hafen buchen und von hier aus geht es dann auch gleich los. Nach einer guten Stunde geht es für uns zurück zum Stellplatz. Der Stellplatz hat insgesamt 70 Parzellen und ist gut besucht, aber es gibt immer ausreichend freie Plätze. Die Belegung kann natürlich jahreszeitlich unterschiedlich sein. Durchaus sein, dass es im Winter hier voller ist. Allerdings, da hier eine Begrenzung von maximal 72 Stunden gibt, denke ich, dass viele Camper hier dann weiterfahren. Beziehungsweise ist es auch so, es gibt hier ja keine End- und Versorgung und auch keinen Strom. Deshalb muss man oder einige müssen dann weiterfahren nach 2-3 Tagen. Nächster Morgen, wir haben gut geschlafen. Unsere Tour geht weiter und zwar werden wir heute Frankreich erreichen. Und zwar haben wir uns einen Stellplatz ausgesucht in der kleinen Stadt Elne. Das ist kurz nach der Grenze Spanien-Frankreich. Es sind ca. 300 Kilometer bis dorthin. Wir können überwiegend dort die Autobahn nutzen und fahren jetzt erstmal durch die Stadt, um an die Autobahn zu kommen. Wir suchen ja immer gern mal neue Stellplätze, deshalb haben wir uns diesen hier ausgesucht. Wir hätten auch nach Leucate fahren können, Gruisson fahren können oder es gibt auch andere Plätze, die wir dort in Südfrankreich kennen. Aber wir wollen gerne was Neues sehen, so habe ich dann auch mal wieder was Neues zu berichten. Ich sehe gerade die Tankstelle hier, am 9. April kostet hier der Diesel 1,89 Euro. Vom Stellplatz ging es recht schnell auf die Autobahn und zwar in Richtung Barcelona. Wir haben dann natürlich noch vor der Grenze nach Frankreich getankt an einer spanischen Autobahnraststätte oder Tankstelle.
Hier kostet der Diesel aber inzwischen auch schon über 1,90 Euro. Ich glaube 1,96 Euro war hier der Preis. Aber es nutzt ja nichts, wir wollen ja fahren. Nach dem Tanken haben wir schnell Frankreich erreicht, verlassen die Autobahn schon vor Perpignan und sind jetzt auf der Anfahrt zu dem Stellplatz. Der Stellplatz liegt ein ganzes Stück entfernt von der Autobahn. Man sieht es hier auf der Karte. Ich schätze mal so, es waren etwa 20 Kilometer, die wir von der Autobahn abfahren mussten, um zum Stellplatz zu kommen. Es ist natürlich schöner, wenn der Platz näher an der Autobahn liegt, fährt man nicht unnötige Kilometer. Wir nutzen in diesem Fall einen Stellplatz über die App Camping Car Park. Diese App kann man sich kostenlos runterladen. Und dort bucht man einen Geldbetrag auf, der ausreicht, um den Platz zu bezahlen. Und dann bekommt man online einen Zugangscode, sodass man dann damit die Schranke öffnen kann. Man kann über die App sehen, wie viele Plätze noch frei sind. Man kann auch buchen und gleich bezahlen. Das wollten wir nicht, denn wir wollen uns den Platz erstmal anschauen, ob er uns überhaupt gefällt. Wir haben in dem Moment, wo wir hier vor der Schranke stehen, einen Code automatisch zugeschickt bekommen, beziehungsweise in der App finden wir diesen Code und damit können wir dann die Schranke öffnen. Ich bin erstmal ausgestiegen und habe mir den Platz angeschaut, war alles soweit okay. Jetzt mussten wir uns mit dem Öffnen der Schranke beschäftigen. Es gibt hier am Terminal oder an der Schranke eine Tastatur. Dort kann man den Code eingeben. Was wir allerdings nicht richtig gemacht haben, und zwar muss man mit dem Mobil ganz bis vor die Schranke fahren. Das wussten wir eigentlich. Jetzt habe ich diesen Zugangscode aktivieren. Und dann macht er die Schranke schon eigentlich auf. Und du sollst es dann anschließend, glaube ich, auch fotografieren, damit du auch wieder rauskommst und Wasser kriegen kannst. Ja, habe ich schon gemacht. Hast du einen Screenshot gemacht? Ja. Gut, dann geh hin. Man sollte den Zugangscode entweder fotografieren oder notieren, damit man ihn auch noch hat, wenn man zum Beispiel kein Internet mehr hat und offline ist. Es hatte so jetzt nicht ganz geklappt. Ich muss noch mal ein Stückchen vorfahren, was ich eben schon sagte. Man muss bis vor die Schranke fahren. Wissen wir eigentlich, machen wir nicht das erste Mal, aber manchmal ist man so ein bisschen nicht ganz bei den Dingen und dann passiert sowas. Nächster Versuch. Nochmal muss man jetzt den Code eingeben und dann klappt es aber. Diesen Zugangscode, den braucht man auch beim Verlassen des Platzes. Damit öffnet man dann wieder die Schranke und auch wenn man zum Beispiel ein Wasser tanken möchte. Dieser Platz kostet 16,68 Euro inklusive Strom und End- und Versorgung. Strom konnte man hier in diesem Fall nicht abwählen, brauchen wir eigentlich nicht, aber nutzt ja jetzt nichts, müssen wir mitbezahlen. Aber der Preis ist in Ordnung bei 16 Euro inklusive Strom. Teilweise muss man ja schon 5 Euro für Strom pro Übernachtung rechnen. In dieser Camping Car Park App findet man überwiegend Plätze in Frankreich, einige wenige in Spanien und auch einige wenige in Deutschland. In der App findet man viele Informationen zum Platz, zum Beispiel wie lang das Fahrzeug hier maximal sein darf, 9 Meter. Aber ich denke, hier können auch längere Fahrzeuge stehen. Angegeben ist auch, dass man hier auch mit Anhänger stehen kann. Also von daher wundert es mich, dass die Länge hier auf 9 Meter begrenzt ist. Man sieht, der Unterboden ist Sand und Gras. Das könnte natürlich bei Regen schon etwas unangenehm sein. Eine Parzellierung ergibt sich, so sehe ich es jedenfalls, aus den Bäumen und Büschen. Wir haben einen ganz warmen Tag, wir haben den 10. April und Temperaturen laut Thermometer 29 Grad und wir hatten auch schon auf der Autobahn Temperaturen um 27, 28 Grad. Insgesamt gibt es hier 49 Parzellen, davon waren vielleicht, als wir angekommen sind, 5 belegt, also viel Platz. Das alles sieht man auch in der App. Ein wichtiger Punkt, in unmittelbarer Nähe gibt es eine Straße, der Verkehrslärm ist auf dem Platz, zumindest am Tage gut zu hören. Bis ans Meer von diesem Stellplatz aus sind es ca. 8 bis 10 Kilometer. Rita ist noch mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren, mir war es einfach zu warm.
Es sind also vom Stellplatz aus bis in die Stadt rein circa 1 Kilometer, also auch zu Fuß zu erreichen. Im Außenbereich der Stadt gibt es Einkaufsmöglichkeiten. In der Stadt findet man einige Sehenswürdigkeiten, eine ehemalige Kathedrale, eine Stadtmauer und noch einiges mehr. Die Stadt hat etwa 9000 Einwohner und ist etwa 12 Kilometer entfernt von der Stadt Perpignan. Nächster Tag, die Reise geht weiter. Wir haben gut geschlafen, man hat also kaum was von der Straße oder von dem Straßenlärm hier auf dem Platz gehört in der Nacht. Wir haben hier noch entsorgt, die ist hier vorne links, die Entsorgung und Versorgung. Hier kann man auch das WC, wenn man eine Kassette hat, ausschütten. Und man kann hier auch Frischwasser zapfen. Dafür braucht man wieder seinen Code, den man für die Einfahrt auch genutzt hat. Am Abend hatte sich der Platz noch etwas gefüllt, sodass etwa 10 Mobile hier den Platz für eine Übernachtung genutzt haben. 2 Mobile haben hier den Platz genutzt mit Anhänger. End- und Versorgung hat gut geklappt, auch das Wasserzapfen mit dem Zugangscode. Hier links vorne sehen wir dann diese Säule, dort ist wieder eine Tastatur. Auch hier müssen wir wieder den Code eingeben, damit sich die Schranke öffnet. Auch das klappt gut. Wir verlassen den Platz und bekommen dann eine Information von der App, dass wir den Platz verlassen haben und eine Abrechnung, was wir letztendlich bezahlt haben. Der Preis hat sich aber nicht verändert, da wir den Platz ja innerhalb von 24 Stunden wieder verlassen haben. Unsere Reise geht weiter. Ein weiteres Video zu unserer Spanienreise wird es noch geben. Da werde ich die Stationen zeigen, die wir dann noch genutzt haben, bevor wir dann die Heimat erreicht haben. Das war's wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder viele Kommentare schreibt. Und freuen würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten sage ich Dankeschön und bye bye, bis zum nächsten Mal.